Als ich vom Hospital zurückkam, stand der Bauleiter bei uns vor der Tür und fragte mich, ob ich nicht Interesse daran hätte, einen kleinen Kindergarten ins Leben zu rufen. Ich gebe Ihnen eines der leerstehenden Gästehäuser, meinte er. Es sind nur wenige Kinder, aber die brauchen unbedingt etwas Abwechslung. Es waren 7 deutsche und 5 finnische Kinder, die bald darauf jeden Morgen fröhlich bis mittags zu mir in den kleinen Raum, den ich rasch hergerichtet hatte, kamen. Den Unterricht musste ich in Englisch abhalten, denn keines der Finnenkinder verstand auch nur ein Wort Deutsch. Ich hatte wieder einen Job. Und Frank ließ per Luftfracht sofort die nötigen Dinge wie Spielsachen, Papier und Farbe einfliegen. Als erstes ließ ich die Kleinen die Wände bemalen. Während mein Bauch immer runder wurde, lief ich jeden Morgen, nachdem Frank das Haus verlassen hatte, ans andere Ende des Camps, wo mich die Kinder schon freudig erwarteten. Ich fühlte mich wunderbar, die Übelkeit war längst verschwunden und durch die Schwangerschaftshormone war ich so stark wie nie zuvor. Aber als Frank das erste Mal nach Tabuk fuhr und ich allein zurückblieb, war mir schon komisch zumute. Im Grunde genommen kannte ich hier keinen Menschen und ich fühlte mich einen bangen Augenblick von der ganzen Welt verlassen. Aber mit der Zeit gewöhnte ich mich daran und es war auch egal, ob Frank auf der Baustelle oder irgendwo im Land unterwegs war. Regelmäßig besuchte ich den Arzt im Hospital. Als er mich bat, eine Urinprobe mitzubringen, bekam ich einen riesigen Schrecken. Trüb wie Milch und dicke weiße Flocken schwammen in dem Glas. Der Arzt war bester Laune, als ich bei ihm eintraf. Lachend schlug er sich auf die Schenkel und meinte, während er das Glas prüfend gegen das Licht hielt, das reinste Schneegestöber, das eine schwere Niereninfektion vorprogrammiert. Und er riet mir, mich umgehend bei einem Frauenarzt in Jordanien untersuchen zu lassen. Frank leitete sofort alles in die Wege. Damit wir mit dem Firmenwagen die Grenze überqueren durften, hinterlegte die Firma eine Kaution von $1000. Es sind 700 Kilometer bis Amman. Frank war besorgt. Hältst du das durch? Ich nickte nur und am Tag darauf machten wir uns in aller Frühe auf den Weg in die Hauptstadt von Jordanien. Wie immer genoss ich die Fahrt. Die Einsamkeit, die sich immer wieder veränderte Landschaft und unsere Zusammengehörigkeit waren von einer Besonderheit, die ich nicht in Worte fassen kann. Mir war bewusst, dass ich etwas Unwiederbringliches, Einzigartiges erlebte. Dank der Papiere war die Grenzüberquerung kein Problem. Ali, der in Amman zu Hause war, hatte für mich einen Termin bei einem angesehenen Frauenarzt in der Stadt vereinbart. Frank lenkte den Wagen geschickt durch den Verkehr der stark befahrenen Hauptstraße. Zu meinem Erstaunen saßen auch Frauen am Steuer. Es herrschte ein bunter Mix aus Altertum und Neuzeit. Karren beladen mit Brot, vor die ein Esel gespannt war, drängten sich zwischen uns. Amman war laut. Ein Hupen und Pfeifen, dazwischen Menschen, die achtlos die Fahrbahn überquerten. Häuser aus Beton und Kalkstein schmiegten sich wie Spielzeug an die unzähligen Hügel der Stadt. Muslime und Christen lebten hier einträchtig untereinander. Im Gegensatz zu Saudi-Arabien war Jordanien ein fortschrittliches, modernes Land. Bald darauf lag ich auf einem gynäkologischen Stuhl und hörte zum ersten Mal die Herztöne meines Kindes. Frank, der hinter einem Vorhang warten musste, schloss mich mit feuchten Augen in die Arme, als ich wieder herauskam. Es war alles in Ordnung. Der Hahn wurde ins Labor gebracht und der Arzt, der eine Pilzinfektion vermutete, versprach mir, mit einem Kurier die notwendigen Medikamente nachzuschicken. Inzwischen war ich im 5. Monat schwanger und keiner meiner BHs passten mehr. Als wir später im Herzen der Altstadt auf einem Markt einen Laden mit Unterwäsche betraten, ignorierte mich der Händler, wie ich es gewohnt war. Normalgrößen wie in Europa gab es nicht, und so stand ich, während Frank und der Verkäufer meine Brüste abtaxieren, hilflos daneben. Es war mir so peinlich. Und als Frank mir 2 Wäschestücke hinhielt, nickte ich mit dem Kopf, obwohl ich mir gar nicht sicher war, dass es die richtige Größe war. Aber sie passten. Ich war ganz überrascht. Am Nachmittag waren wir bei Ali zum Essen eingeladen. Das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.